Eigentlich wollten wir schon längst in Spanien, wenn nicht sogar in Marokko sein, aber unsere Reise kann nun erstmal nicht weitergehen. Denn wir bekommen einen neuen Motor. Guten Morgen! Ihr seht schon, Pullover, lange Hose und Schuhe. Es wird langsam Herbst. Ich finde es echt ganz angenehm, weil ich bin eigentlich ein richtiger Herbstmensch. Ich liebe das, wenn es morgens und abends schon ein bisschen frischer wird und dann langsam der Herbst kommt. Und tagsüber kann man dann nochmal die Sonne genießen im T-Shirt. Das ist eigentlich voll die schöne Zeit. Da freue ich mich voll drauf jetzt. Zoe hat heute Geburtstag, deshalb gibt's Kaffee im Bett. Kaffee! Danke! Na? Ne? Was hast du denn da? Ich habe versucht, Kuchen zu machen. Wir können leider nicht backen. Das soll ein No-Bake Cheesecake sein, aber der ist ein bisschen flüssig geworden. Oh. Das ist ein bisschen flüssig. Ich muss einen Löffel nehmen. Dankeschön. Das sieht voll schick aus. Danke, Buddy. Willst du erst Kuchen oder Überraschung? Es gibt noch eine Überraschung? Ja. Okay, ich nehme die Überraschung. Okay. Ich habe noch eine Kleinigkeit für Zoe besorgt. Und zwar wünscht sie sich einen Fotodrucker, mit dem wir unterwegs Fotos von unserem Handy oder auch von unserer Kamera aus drucken können, damit wir die einfach mit Leuten teilen können, die wir treffen oder halt auch mit Freunden Fotos austauschen können. Und wir waren neulich im Carrefour und da gab es welche und sie wollte den natürlich direkt kaufen und dann musste sie halt so hinhalten und meinte so, ja, können wir auch noch in Spanien besorgen. Muss jetzt nicht unbedingt jetzt sein, da war sie voll pisst und jetzt war sie auch voll traurig, dass wir den nicht gekauft haben und ich musste halt die ganze Zeit irgendwie so tun, als ob wir den noch in Spanien kaufen, damit sie den nicht jetzt kauft. Naja, schauen wir mal. Es gibt Geschenke. Mhm. Danke. Fotodrucker. Und wir haben uns vorgestern noch darüber gestritten, ob wir den jetzt kaufen können oder nicht. Und Merlin so, nein, können wir nicht. Und jetzt hast du den einfach gesagt. Weil du mal alles direkt kaufen willst. Wir befinden uns auf dem Weg zur Werkstatt. Unser Platz hier ist zum Glück nur 2 Minuten entfernt zur Werkstatt. Und wir wollen jetzt erstmal checken, ob unser Motor angekommen ist. Und vor allem mit dem Jeff, also mit dem Chef und Besitzer von der Werkstatt, besprechen, wie wir jetzt genau anfangen oder ja, wie wir das ganze Thema überhaupt angehen. So, We're back again. Wie geht's? Stay here and wait, and if the motor comes, then you can. We start Okay. right away. We start right away. Well then, thank you again. I just speak, yeah. Also, der Motor ist noch nicht da. Wir sind aber alle ganz zuversichtlich, dass der vielleicht morgen oder übermorgen dann mal kommen sollte. Und bis dahin warten wir jetzt einfach. Jeff sagt uns Bescheid, wenn der Motor da ist, und dann geht's halt direkt los. Also wir sind jetzt quasi auf der Wartebank und warten auf unseren Einsatz. warten auf unseren Einsatz und wollen, dass es jetzt endlich mal losgeht.
Ja, aber bis dahin machen wir uns jetzt noch einen schönen restlichen Geburtstag. Guten Morgen, wir haben gestern noch ein Update von der Werkstatt bekommen und so wie es aussieht, wird unser neuer Motor diese Woche nicht mehr geliefert, was ein bisschen nervig ist, aber wir wollen jetzt hier nicht länger rumhängen und die Zeit einfach nur totschlagen. Deshalb fahren wir jetzt noch mal zum Meer, das ist ungefähr eine Stunde von hier entfernt und machen uns da jetzt noch ein paar schöne Tage, bevor wir dann nächste Woche hoffentlich den neuen Motor einbauen. So, dann fangen wir doch noch mal ganz von vorne an. Seit fast einem Jahr haben wir den Plan, mit unserem eigenen Auto bis nach Südafrika zu fahren. Zu dem Zeitpunkt haben wir noch in unserem Sprinter gewohnt. Uns war dann aber relativ schnell klar, dass das nicht das richtige Auto für diese Strecke ist. Deswegen haben wir den dann im Mai diesen Jahres verkauft und uns auf die Suche nach einem neuen Fahrzeug gemacht. Und da stand auch schon fest, was das neue Fahrzeug für ein Modell werden sollte. Wir haben uns schon vor Monaten in den VW T3 Synchro verliebt und sind der Meinung, dass das das richtige Fahrzeug für diese Reise ist, weil es ein kleines Fahrzeug ist, weil er Allrad hat, weil er nicht so viel Technik verbaut hat wie die modernen Fahrzeuge. Und was uns auch ganz wichtig war bei der Fahrzeugwahl, war, dass wir halt trotzdem noch genug Platz hier drin haben. Wir haben auch zwischenzeitlich mit dem Gedanken gespielt, uns einen Defender zu holen oder einen Land Cruiser oder sonst was. Aber das ist einfach platztechnisch nochmal eine ganz andere Nummer und wir reisen ja nicht einfach nur, sondern wir arbeiten ja auch komplett. Auch auf dieser Reise bis nach Südafrika werden wir viel arbeiten und dafür brauchen wir halt einfach den Platz, den uns dieser Bus hier gibt. Wraps. Wollen wir da mexikanisch machen und avocados. Na dann, viel Spaß beim Einkaufen. Wir haben dann, nachdem wir uns entschieden haben, dazu einen T3 Synchro zu kaufen, das Internet durchforstet für mehrere Monate, haben immer die Augen offen gehalten, was es so gibt. Man muss dazu sagen, dass unsere Ansprüche auch recht hoch waren. Wir wollten auf jeden Fall ein Auto haben, was wenig Rost hat, damit die Karosserie gut in Schuss ist, was 2 Differentialsperren hat, was auch nicht ganz so häufig ist und natürlich generell recht gut in Schuss ist. Lotta, was nervst du denn jetzt so? Ruhe. Mann, Mann, Mann. Wir haben uns dann intensiv mit dem Thema T3 auseinandergesetzt, haben auch mit Leuten gesprochen, die schon Erfahrung auf dem Gebiet haben uns da beraten lassen und sind dann letztendlich bei 2 T3s gelandet, die uns angeschaut haben. Der erste war eine totale Rostlaube, die haben wir direkt stehen lassen und der zweite war dieser hier, der auf den ersten Blick einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Die Karosserie und alles so drumherum hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Und auch die Probefahrt war eigentlich soweit ganz gut. Und deswegen haben wir uns dann für dieses Auto hier entschieden. Fertig! Hi, Was hast du da Tolles? Lauter gutes Zeug. Nice. Der Reis war ausverkauft. Wieder Reis war ausverkauft. Ja, es gab keinen Reis. Aber ich will Reis. I'm sorry. Ah, Schnabel aus unserem Salat. Ups, Kopf ist wieder voll. Super. Hier gibt es Diesel für 1,53. Wir sind zwar fast ganz voll, aber ein paar Liter gehen und das nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Ja, Das ist richtig krass hier in Frankreich. Hier gibt es teilweise, auf der Autobahn zahlt man dann 2,20 € und dann ab und zu kommt hier so eine Tankstelle mit solchen krassen Preisen und dann stehen die Leute da auch Schlange. Ich frage mich, ob das irgendwie so ein Tankellotto ist oder what's going on. So, dann war der Bus also endlich bei uns. Wir hatten endlich unseren T3, von dem wir schon so lange geträumt hatten.
und wollten eigentlich direkt anfangen mit dem Ausbau, waren richtig Feuer und Flamme und wollten am liebsten auch direkt wieder damit losfahren. Nur dann hat sich leider relativ schnell herausgestellt, dass doch nicht alles so gut in Schuss ist, wie wir das am Anfang dachten. Wir hatten relativ viel Ölverlust, Ölwasser und Öl- und Kühlwassergemische sind ausgetreten. Der Motor ist sehr schnell sehr heiß geworden und wir haben das dann alles mal versucht uns anzugucken, also vor allem Merlin, und zu verstehen, was da denn los ist, und Merlin hat dann diagnostiziert, dass wahrscheinlich mit der Zylinderkopfdichtung irgendwas kaputt ist. Genau, so, dann dachten wir, okay, gut, dann bringen wir unseren Bus halt in eine Werkstatt und lassen das einen Profi machen. Eine Zylinderkopfdichtung zu tauschen ist vielleicht nicht unbedingt was man als allererste Kfz-Aktion selber machen will. Also gesagt, getan, haben wir Werkstätte angerufen. Und zwar gibt es ja für dieses Auto speziell einige Werkstätten, die sich genau darauf spezialisiert haben. Es gibt im Frankfurter Raum 2 T3-Werkstätten. Es gibt in ganz Deutschland einige T3 oder wenigstens VW-Bus-Werkstätten, die wir auch alle kontaktiert haben. Die beiden in Frankfurt haben uns aber direkt abgesagt, beziehungsweise haben gesagt, dass sie beide jeweils aus gesundheitlichen Gründen in dem Moment keine Aufträge angenommen haben und uns auch nicht versprechen können, dass sie überhaupt in den nächsten Monaten Zeit und Kapazitäten für uns haben, weil sie einfach momentan in dem Moment nicht gearbeitet haben, aus gesundheitlichen Gründen. Dann haben wir noch weiter geguckt in einem größeren Umkreis. Wir haben in Köln angerufen, wir haben in Bayern irgendwo angerufen, wir haben alle möglichen T3-Werkstätten abtelefoniert und niemand konnte sich um uns kümmern. Und wir dachten zu dem Zeitpunkt, ja gut, das ist nur eine Zylinderkopfdichtung, das muss ja jetzt kein T3-Profi machen, das kann ja auch eine normale Werkstatt machen. So, dann haben wir bei der Werkstatt, bei der wir auch früher mit dem Sprinter immer schon waren, angerufen. Das ist eine freie Kfz-Werkstatt und mit denen hatten wir vorher ganz gute Erfahrungen gemacht und haben gefragt, hey, traut ihr euch das zu? Das ist ein T3, 87er Baujahr, könnt ihr uns die Zylinderkopfdichtung tauschen? Und die haben gesagt, ja, machen wir. Und dann haben wir den da abgegeben und dann ging das Drama los. Und? Tank wieder voll? Ich hoffe. Es ist mega schwer, seinen Tank voll zu bekommen. Irgendwie, wenn man den voll tankt, dann sinkt es immer wieder ab in dem Einfüllstutzen und dann kann man immer wieder ewig nachtanken. Und ja, das dauert irgendwie. Naja, ich hoffe, ich habe ihn einigermaßen voll bekommen. Okay, nach 70 Kilometern und 1 Liter Öl nachschütten, kann es weitergehen. Nachdem wir den Bus in der Werkstatt abgegeben hatten, hieß es, ungefähr 5 Tage dauert es, bis dieses Problem behoben ist. Dann haben wir ein paar Tage gewartet. Und dann rief die Werkstatt an und meinte, kommt doch mal vorbei, da ist noch ein bisschen mehr kaputt, wir müssen euch was zeigen. Gesagt, getan, wir sind in der Werkstatt vorbeigefahren, haben uns alles angeguckt und dann hieß es, nicht nur die Zylinderkopfdichtung ist durch, sondern auch der Zylinderkopf ist gerissen, der Turbo hat einen Defekt, der Wärmetauscher ist kaputt und die Wasserpumpe ist auch kurz vorm Ende, das heißt, es sollte auch dann alles getauscht werden, damit wir danach wieder einen funktionstüchtigen Motor haben. Zu dem Zeitpunkt sollte das Ganze schon sagenhafte 4.700 € kosten, was im Nachhinein betrachtet mit unserem jetzigen Wissen auch völlig überteuert ist, meiner Meinung nach. Zu dem Zeitpunkt war uns das Wichtigste, dass das einfach erledigt wird. Dann haben wir in den sauren Apfel gebissen und gesagt, alles klar, dann müssen wir es so machen. Wir wussten ja, dass keine andere Werkstatt Zeit hat, also hätten wir es entweder selber machen müssen oder wir hätten es die weitermachen lassen. Deswegen haben wir dieses sehr teure Angebot angenommen. Dann hat es ein paar Tage gedauert. Dann haben wir mal bei der Werkstatt nachgefragt, wann dann wieder der aktuelle Stand ist. Und dann hat es auch angefangen, dass wir ab dem Zeitpunkt immer wieder nachfragen mussten, dass von der Werkstatt an sich sehr wenige Informationen kamen. Es war immer so, dass wir anrufen mussten, fragen, wie sieht es denn aus aktuell, was ist los? Dann ging es weiter. Die Werkstatt hat einen Zylinderkopf bestellt, war der falsche, hat nicht gepasst, weil sie irgendwie nicht gecheckt haben, dass wir einen AAZ-Motor drin haben. Und
mussten das Teil zurückschicken und haben dann einen super teuren Original-Zylinderkopf bei VW gekauft, beziehungsweise bestellt, der einfach doppelt so viel kostet wie ein Nachbau. Selbe Geschichte mit dem Turbo. Bei uns würde der 1.6er Turbo dran passen, wollten sie aber nicht machen, beziehungsweise haben uns davon abgeraten, weil sie gesagt haben, dann hätten wir Leistungsverlust, haben uns was von einem Turbo-Spezialisten zusammenbasteln lassen, doppelt so teuer wie der 1.6er Turbo, den wir jetzt eingebaut haben und der, by the way, super funktioniert. So ging die Geschichte dann immer weiter. Dann haben wir die Werkstatt dazu aufgefordert, uns doch einen neuen Kostenvoranschlag zu schicken, damit wir wissen, wo wir ran sind. Dieser Kostenvoranschlag kam nicht und wir haben immer länger gewartet und was anfangs 5 Tage dauern sollte, hat am Ende 5 Wochen gedauert und wir mussten jede Information einzeln abfragen, mussten immer wieder nachfragen, wurden immer wieder vertröstet, bis uns dann irgendwann das vermeintlich fertige Auto vor die Nase gestellt wurde. Mit dem Ergebnis, dass wir erstmal massiven Leistungsverlust hatten, dass das Ding gerußt hat ohne Ende. Das wurde uns schon schwarz übergeben, also die Heckklappe war schon komplett schwarz zugerußt. Mit der Aussage, das Auto wäre jetzt fertig und sie wären ins Probe gefahren noch längere Zeit und es wäre alles super. War aber nicht so. Wir haben es ja sofort gemerkt, das Auto ist vorher mit Motorschaden besser gefahren als nach der Reparatur. Also sind wir direkt am Montag wieder in die Werkstatt, haben gesagt, ey Leute, hier stimmt was nicht. Die Karre fährt viel schlechter, wir rußen ohne Ende, hinter uns halten die Leute 100 Meter Abstand, weil da so ein massiver Qualm rauskommt. Das kann nicht sein. Und was war? Natürlich war die Einspritzpumpe nicht richtig eingestellt, es wurde zu viel Diesel verbrannt, hat enormen Ruß erzeugt. Fragt man sich halt auch, wie sowas passieren kann, wenn eine Fachwerkstatt sowas repariert, dass dann sowas nicht gemacht wird und vor allem, dass das bei der Probefahrt dann nicht auffällt oder übersehen wird. Dann haben sie das eingestellt, dann war die Leistung wieder da. Der Ruß hat auch abgenommen, soweit so gut. Bis dahin dachten wir dann, okay, das war eine richtig dicke Rechnung, Werkstattrechnung. Am Ende sollten es 12.000 € sein, was ziemlich hart ist. Haben uns die Rechnung nochmal angeguckt. Erste Rechnungsfehler ist uns aufgefallen. Sind zur Werkstatt hin und haben gesagt, hey, hier stimmt aber was nicht. Ihr habt uns hier noch irgendwie, da steht ein Posten von 1.000 €, der darf da nicht stehen. Die Werkstatt dann auch gemerkt, dass sie da ein paar Stunden zu viel aufgeschrieben haben. Das Geld haben wir dann auch nach mehrmals Nachfragen überwiesen bekommen. Und jetzt haben wir den nächsten Ärger im Haus. Und gerade jetzt im Nachhinein ärgern wir uns noch viel mehr über die Werkstatt und über diese enormen Werkstattkosten, weil wir jetzt einfach merken, wie scheiße das tatsächlich gelaufen ist. Hätten wir von Anfang an gewusst, dass der Motor so fertig ist, dann hätten wir natürlich niemals diese Teilinstandsetzung gemacht. Das hätte ja überhaupt keinen Sinn gemacht. Wir haben jetzt schon von 2 unterschiedlichen T3-Experten uns den Tipp geben lassen, dass einfach ein neuer Motor die bessere Alternative dazu ist, anstatt da irgendwie nur einen einzigen Teil zu ändern. Das mit der Werkstatt ist einfach richtig scheiße gelaufen und wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir das natürlich nicht gemacht. Dann hätten wir uns eher selber versucht, an diesen Motor ranzutrauen mit Tipps und Hilfe von irgendwelchen Experten. Dann wären wir irgendwo hingefahren zu jemandem, der Ahnung davon hat und hätten irgendwie versucht, das selber zu machen. Oder wir hätten halt länger gewartet, bis wir dann doch einen Termin in einer richtigen Werkstatt bekommen. So wie es jetzt gelaufen ist, müssen wir einfach im Nachhinein das alles ausbügeln. Und ja, wir haben einfach das Gefühl, dass die Werkstatt uns extrem abgezogen hat damit. Die haben nicht in unserem Interesse gehandelt. Die haben nicht in dem Interesse gehandelt, dass dieses Fahrzeug auch noch 20, 30 oder im besten Fall 50.000 Kilometer zurücklegen kann, ohne dass wir mit dem Motor wieder krasse Probleme haben. Die haben einfach nur Teile ausgetauscht, die offensichtlich kaputt waren, ohne weiter zu denken, was kann hier als nächstes passieren oder was ist sinnvoll. Vor allem, weil wir ihnen von Anfang an gesagt haben, was unsere Tour ist, was wir mit diesem Auto vorhaben. Die war deine Aufgabe. Ja, du hast so schnell zugeschlossen. Und wie die Story weiterging, wisst ihr alle. Wir haben den Bus dann tatsächlich irgendwann zurückbekommen und waren einfach nur froh darüber, ihn wieder zu haben. Wir haben dann den Ausbau schnell fertig gemacht, alles zusammengepackt und sind losgefahren, weil es uns schon so in den Fingern gekribbelt hat und wir einfach
starten wollten nach dieser langen Verzögerung. Aber keine 2000 Kilometer später im Süden von Frankreich kam dann das nächste Problem auf uns zu. Der Turbo war kaputt auf einmal, obwohl dieser Turbo einfach mit ausgetauscht wurde bei der Reparatur. Long story short, da wurde ganz schöner Murks gemacht beim Einbau des Turbos. Da wurde ein Teil eingebaut, was nicht unbedingt geeignet dafür war. Und wir konnten uns jetzt also darum kümmern, in Südfrankreich einen neuen Turbo einzubauen. Wir hatten aber das ganz, ganz große Glück, dass wir auf die Werkstatt von Jeff getroffen sind, eine T3-Werkstatt bei Bordeaux. Und der hat es uns ermöglicht, dass wir bei ihm in der Werkstatt den Turbo quasi selber austauschen konnten, was extrem viel wert ist, was sehr viel Geld gespart hat und was irgendwie auch eine coole Erfahrung war. Dann ging es weiter. Ich gehe mal kurz aus der Sonne. Wir sind dann weitergefahren, waren schon fast in Spanien, als wir gemerkt haben, dass da immer noch was nicht stimmt. Der Motor hat extrem viel Öl geschluckt. Wir mussten auf 100 Kilometern 1 Liter Öl nachkippen. Wir hatten leichte Ölfeuchte und Ölverlust und am Turbo hat ein bisschen Öl geklebt. Und wir haben uns gedacht, nein, das kann jetzt nicht sein. Wir wollen das jetzt checken und wir fahren jetzt nicht mehr weiter, bevor wir nicht wissen, was jetzt mit diesem Auto ist, weil dieses Auto jetzt einfach mal funktionieren muss, nachdem da so viel reingesteckt wurde. Also haben wir uns aus den französischen Pyrenäen vom ADAC abschleppen lassen. Und stopp! Da muss ich noch mal kurz was erklären. Wir haben uns aus den Pyrenäen abschleppen lassen, weil wir nämlich dachten, dass unser Turbo bald wieder kaputt geht, weil die Anzeichen nämlich dieselben waren wie beim ersten Mal. Wir hatten einen hohen Ölverlust und Ölfeuchte am Turbo und wir wollten nicht riskieren, das Ding wieder komplett zu schrotten. Deshalb haben wir uns abschleppen lassen zu einer Werkstatt, die dann aber keinen Bock und keine Kapazitäten hatte, uns irgendwie zu helfen. Deshalb haben wir dann ein paar Stunden damit verbracht, zu recherchieren und uns mit dem Jeff in Verbindung zu setzen, um halt zu gucken, was wir jetzt machen können, und sind dann letztendlich zum Entschluss gekommen, dass wenn wir vorsichtig die 3 Stunden nach Bordeaux zurückfahren und regelmäßig das Öl nachschütten, dass wir es dann schaffen können, ohne den Turbo zu schrotten. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das ist übrigens auch noch der Grund, warum wir jetzt immer noch munter durch die Gegend fahren mit dem Auto. Wir passen natürlich auf, aber Jeff meinte, solange wir regelmäßig den Ölstand kontrollieren und immer wieder das Öl nachkippen, reicht es für den Moment. Und das ist nämlich genau das, was wir jetzt machen, bis wir endlich den neuen Motor einbauen können. Sunset, baby! Vino, 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 vino. Cheers! Cheers! Cheers, Lotti! Das heißt, nach unseren kleinen Problemchen haben wir uns den Motor noch mal genauer angeguckt in der T3-Werkstatt, haben mit dem Jeff von der Werkstatt darüber gesprochen, was das Problem sein könnte und was wir machen können, und haben auch noch mal einen Kontakt von uns aus Brandenburg befragt zu dem Thema, und beide haben uns gesagt, vor allem auch angesichts der Reise und auch aufgrund des hohen Ölverbrauchs, dass es am besten ist, wenn wir einfach einen neuen Motor einbauen, wobei neuer Motor in dem Fall heißt, dass der Rumpf von diesem Motor ausgetauscht wird, alles drumherum, wie Einspritzpumpe, Lichtmaschine und so weiter, alles was da dran hängt, können wir hoffentlich soweit übernehmen, solange da jetzt nichts kaputt gegangen ist, auch den Turbo natürlich. Das heißt trotzdem, dass wir einen neuen Motor bekommen, und das ist jetzt auch, glaube ich, die beste Entscheidung für uns, weil wir nämlich ein Auto brauchen, mit dem wir bis nach Südafrika kommen, und vor allem, dass wir auch das Vertrauen haben, dass das möglich ist, was wir jetzt einfach nicht mehr haben. Umso ärgerlicher ist es jetzt natürlich, dass wir vorher diese große Reparatur in Deutschland hatten, die halt eigentlich jetzt im Endeffekt komplett unnötig war, weil wir halt einen neuen Motor kriegen. Ja, und wir fühlen uns da auch ein bisschen verarscht, nicht gut beraten und auf jeden Fall auch abgezogen, und sind mit der Werkstatt in Kontakt und versuchen da jetzt irgendwie noch zu klären, dass wir da, ja, also wir wollen es auf jeden Fall jetzt nicht einfach unkommentiert so stehen lassen. Ja, nicht nur das, wir ergreifen auch gerade noch andere Schritte gegen die Werkstatt. Ich glaube nicht, dass wir noch so viel dazu hier teilen werden, weil wir da keine Lust drauf haben, weiter darüber zu sprechen. Deswegen
sehe ich für diesen Kanal das Thema mit der alten Werkstatt erstmal abgeschlossen und wir freuen uns darauf, dass wir diesen neuen Motor zusammen mit der neuen Werkstatt einbauen können. Und so ärgerlich es auch ist, versuchen wir trotzdem auch darin irgendwas Gutes zu sehen. Und das Gute für uns darin ist, dass, wenn wir es jetzt einmal geschafft haben, unter professioneller Anleitung einen Motor in unser Fahrzeug einzubauen, dann werden wir so viel mehr Wissen haben über dieses Fahrzeug, über die Funktionsweise von diesem Motor, dass wir mit einem noch besseren Gefühl diese Reise weitermachen. Und das ist auf jeden Fall die gute Seite an dieser Sache, die wir versuchen immer zu sehen, egal wie scheiße es läuft. So ihr Lieben, wir haben das jetzt versucht, alles immer so ein bisschen aufzuschlüsseln für euch. Es ist bis hierhin jetzt einiges schief gegangen. Wir hatten viel Pech mit dabei. Wir sind trotzdem der Überzeugung, dass wir mit diesem Auto das bis nach Südafrika schaffen werden. Und ja, danke, dass ihr weiterhin dabei seid in den Höhen und in den Tiefen. Wenn ihr sehen wollt, wie wir einen fucking Motor in unser Auto einbauen, dann schaltet nächste Woche Sonntag wieder ein. Da begrüßen wir euch dann hoffentlich aus der Werkstatt. Drückt uns gerne die Daumen, dass dieser Motor jetzt kommt. Und ja, danke fürs Zuschauen. Unterstützt uns gerne mit einem Daumen nach oben und einem Abo. Das hilft uns unglaublich viel weiter. Und wir sehen euch nächsten Sonntag wieder. Macht's gut. Ja, bla. Was? Was soll das? Was? Was hast du getan? Wieder Ruhe. Wie? Ich muss nicht auch so gähnen. Nein, musst du nicht. Doch. Mann, Mann. Ja, du bist kein Hund. Das ist gut für die Zunge. Aber es ist sehr gut für die Zunge. Das entspannt mich. Okay, na dann. Das hast du dir bei der Lotte abgeschaut. Du sollst nicht so wie bei der abschauen, die ist noch nicht so gut erzogen.